Ich habe eine banale Frage, Herr Kummer. Wie viele Mitglieder hat das BSW in Thüringen eigentlich gerade? Wie viele Mitglieder sind da in den letzten 3 Wochen dazugekommen? Und wie bewerten Sie so den Aufnahmeprozess? Herr Haag, da Sie mich hier in der Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers vor sich sitzen haben, muss ich Ihnen sagen, das ist eine Angelegenheit der Partei. Die kann ich als Vertreter der Fraktion schwer beantworten. Nichtsdestotrotz, dass ich sie als Landesgeschäftsführer gerade auch nicht beantworten kann, weil Mitgliedsaufnahmen manchmal etwas Dynamisches sind. Hey Leute und ein herzliches Willkommen. Heute geht es um die Pressekonferenz von Thilo Kummer von der BSW. Der Mann, der uns alles über den Haushalt erzählen wollte, aber bei jeder anderen Frage einfach mit einem Lächeln abwinken musste. Ganz ehrlich, man könnte meinen, die BSW besteht nur aus 5 Mitgliedern und das mit der Frage nach den Mitgliederzahlen. Fragen Sie mal die Partei. Ja klar, wenn man es nicht weiß, lässt man halt die anderen reden, oder? Aber was wirklich spannend ist, die BSW hat ja noch andere Baustellen. Wie zum Beispiel, was sie im Thüringer Landtag so treiben. Macht sich da jemand Sorgen um die Mehrheiten? Kummer nicht. Der bleibt einfach cool. Und was ist mit den Koalitionsverhandlungen? Kommt da ein Parteitag oder ein Überraschungsauftritt von einer anderen Fraktion? Ihr wollt wissen, wie das alles zusammenpasst? Dann schaut rein und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von der ganzen Sache haltet. Wenn euch das Ganze genauso suspekt vorkommt wie mir, dann gebt dem Video ein Like, abonniert und kommentiert. Ich will wissen, was ihr denkt. Bis gleich, auf geht's. Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion des BSW im Thüringer Landtag. Ich habe eine banale Frage, Herr Kummer. Wie viele Mitglieder hat das BSW in Thüringen eigentlich gerade? Wie viele Mitglieder sind da in den letzten 3 Wochen dazugekommen? Und wie bewerten Sie so den Aufnahmeprozess? Herr Haag, da Sie mich hier in der Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers vor sich sitzen haben, muss ich Ihnen sagen, das ist eine Angelegenheit der Partei. Die kann ich als Vertreter der Fraktion schwer beantworten. Nichtsdestotrotz, dass ich sie als Landesgeschäftsführer gerade auch nicht beantworten kann, weil Mitgliedsaufnahmen manchmal etwas Dynamisches sind. Aber so eine Größenordnung? Hätte der Landesgeschäftsführer denn die Zahl? Wie gesagt, keine tagaktuelle. Wir nehmen auch die von gestern. Ja, aber ich stehe ja hier für die Fraktion. Also von der Seite her kann man gerne Fragen an die Partei richten. Wie viele Mitglieder hat denn die Partei, deren Fraktion Sie angehören? Ich kann Ihnen sagen, dass die Fraktion 15 Mitglieder hat. Zahlenfragen? Ne? Ja, da hätte ich eine Folgefrage zu den 15 Mitgliedern. Es gibt ja jetzt 2 Mitglieder in Ihrer Fraktion, die ihre besondere Loyalität zur großen Vorsitzenden in Berlin erklärt haben. Machen Sie sich Sorgen um Mehrheiten im Landtag? Ich mache mir keine Sorgen um Mehrheiten im Landtag und dass Mitglieder unserer Fraktion sich zu ihrem Verhältnis zur Bundesvorsitzenden äußern. Das ist sicherlich nichts Ungewöhnliches und dass Parteien im Regelfall zu ihrem Bundesvorsitzenden stehen, dürfte auch nichts Ungewöhnliches sein. Also ich gehe mal davon aus, unsere Fraktion berät gemeinsam Abstimmungsverhalten und ich habe bisher die Fraktion dort außerordentlich geschlossen erlebt, was für so eine junge Fraktion wirklich auch was sehr Schönes ist. Die Parteiführung in Berlin hat ja gesagt, die Präambel muss nochmal nachgebessert werden in Thüringen. Das haben wir gerade gehört, nee, die Präambel steht von Herrn Vogt. Was sagen Sie? Ich dachte, Sie stellen mir Fragen zum Landeshaushalt, was um die Vorbereitung der Plenarsitzung geht. Wir stellen ja alle Fragen. Ich bin nicht der Landesvorsitzende oder die Landesvorsitzende, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer. Vor dem Hintergrund kann ich Ihnen dazu nur sagen, dass gerade Koalitionsverhandlungen laufen, wo natürlich auch die Mitglieder unserer Fraktion mitwirken. Und dass es dort ja auch um Inhalte des Koalitionspapiers geht. Die Präambel ist die eine Geschichte, der Inhalt des Vertrages ist die andere Geschichte. Und da wird es dann darum gehen, dass jede Seite das Mögliche
an Inhalten für sich rausholt auf der Basis der Wahlprogramme, die die Parteien haben. Aber wie gesagt, das ist wieder eine Geschichte, wo wir dann die Unterschiede zwischen Fraktion und Partei haben. Annette. Ich wollte jetzt Corona. Achso, nee, dann Ja. bleiben wir noch mal ganz kurz dabei. Gerne. Wenn es sei denn, ja. Dabei noch. Ja. Die Partei, deren die Mitglieder ihrer Person angehören, glauben Sie, dass Sie bis zum 23. Die Koalitionsverhandlungen so weit haben, dass Sie Ihren Parteitag machen können und darüber abstimmen können? Es gibt eine Zeitschiene der Koalitionsverhandlungen. Ich sehe nicht, dass von der bisher wesentlich abgewichen wird. Also gehe ich mal davon aus, dass ein Parteitag dann auch stattfinden kann, um ein Koalitionspapier zu beschließen, klar. Wie ist dann nochmal die Zeitschiene? Ja, wie gesagt, am 23.11. haben wir angekündigt, einen Parteitag zu machen. Ich gehe davon aus, dass dort ein Koalitionsvertrag im Vorfeld schon vorgestellt wird. Ja, also wird der jetzt aus Ihrer Sicht schon am Wochenende fertig sein oder wann? Der wird nicht am Wochenende fertig sein. Ne? Nein, also wann wird er fertig sein? Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, also in manchen Bereichen geht es schneller, in anderen nicht so schnell. Ich kann das nicht abschließend bewerten. Fakt ist, dass die Zielstellung ist, dass er am 23. abgeschlossen ist. Also wo hakt es denn gerade aus Ihrer Sicht? Es hakt nirgendwo. Manche sind ein bisschen später gestartet, andere früher. Papiere sind unterschiedlich stark, aber wie gesagt, das ist hat ja nichts mit Haken zu tun. Ja, und Krieg und Frieden, das kriegen Sie alles also mit Ihren beiden anderen Partnern hin. Da sind Sie guter Dinge, oder? Also, weil es gibt ja aus den, zumindest von der SPD, würde ich mal sagen, gibt es ja Signale, dass sie jetzt sagt, ja, also jetzt reicht es mal langsam mit Krieg. Herr Otto, ich verhandle das nicht. Vor dem Hintergrund kann ich nur verweisen darauf, dann bitte sich an unsere Landesvorsitzenden zu wenden. Hatte die Landesvorsitzende und Fraktionschefin, hatte die jetzt gerade eigentlich keine Zeit, weil ich wusste es nicht, hattest du das? Du wusstest es auch nicht, ne? Dass sie jetzt Sie hat leider einen anderen Termin, weshalb sie mich beauftragt hat, Ah, okay, das ist gut. den Termin hier wahrzunehmen. Anderes Thema? Nee. Dann bitteschön. Wenn die Partei, der die Mitglieder ihrer Fraktion angehören, ihren Parteitag macht, wissen Sie schon, wer alles Teilnahme und stimmberechtigt sein wird? Auch die Nachaufnahmen? Das fragen Sie bitte die Partei. Fakt ist, dass zu einem bestimmten Termin eine Einladung rausgehen muss. Und da muss man dann auch wissen, wen man einlädt. Aber wie gesagt, es ist nicht Inhalt der Fraktion, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Na, Sie sind ja, Ja, so viele oder so wenig in der Partei, dass das ja fast identisch ist. Und Sie sind ja auch Landesgeschäftsführer. Ja, Und in dieser Eigenschaft könnten Sie uns das auch gerne sagen. Also es ist zwar die LPK von dem Plenum, aber das heißt nicht, dass hier nur Plenarthemen besprochen werden. Also Sie kennen es vielleicht jetzt Herr nicht Otto, ich habe ja in der Eigenschaft auch schon die Brücke gebaut und habe gesagt, es wird einen Termin geben, wo eine Einladung rausgeht und da muss ich auch wissen, wen ich lade. Das ist eine ganz klare Geschichte. Ansonsten kann man bei uns in die Bundessatzung gucken, dann sieht man, wer für Aufnahmen von Mitgliedern zuständig ist. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir auch wissen, welche Mitglieder wir einladen, wenn es dann soweit ist, dass wir die Einladung aussprechen. Das ist bei Ihnen eine Woche, glaube ich, gell, die Einladungsfrist, oder? Das ist in der Satzung die minimale Frist. Ne? Da braucht es schon eine Fristverkürzung. Dann kommen wir mal zu dem, was ansteht. Haushalt. Entschuldigung. Welche Prioritäten müssen aus Sicht vom Bündnissarer Wagenknecht da eingehalten werden, damit das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung geht? Also erstmal eine kurze Würdigung des Papiers. Uns ist ja angekündigt worden von der Landesregierung, dass es sich um einen rein technischen Haushalt handeln würde, der dem Landtag vorgelegt wird. Wir haben aber bei der Sichtung festgestellt, dass dort durchaus auch Projekte vorangetrieben werden der alten Landesregierung, wo man sich dann schon manchmal fragt, warum das jetzt? Also manche wissen, ich bin vor allem im Umweltbereich unterwegs. Also wenn ich dann finde, dass ein neues UNESCO-Welterbe auf den Weg gebracht werden soll durch die Einstellung von befristet Beschäftigten, frage ich mich,
warum man das jetzt in so einer Situation tut. Ja, vor dem Hintergrund hat es also durchaus Anpassungen gegeben. Solche Anpassungen hätten wir uns in anderen Bereichen gewünscht. Wir wissen alle, es gibt massive Probleme, was zum Beispiel Lehrermangel angeht. Dann hätte ich mir schon gewünscht, dass eben im Bereich neuer Stellen für Lehrer auch ein bisschen was passiert wäre. Was mich ebenfalls beim vorliegenden Haushaltsentwurf stört, das ist die globale Minderausgabe. Also eine globale Minderausgabe heißt ja am Ende, der Landtag feilscht hier zwar um jeden Euro, aber wenn er den Haushalt dann verabschiedet hat, kann die Landesregierung in jeden Topf reingreifen, um eben die globale Minderausgabe umzusetzen. Also sprich ein Sparziel auf Töpfe zu verteilen, wo sie die Prioritäten setzt und nicht mehr die Abgeordneten. Und das entwertet ein Stück weit das Königsrecht des Parlaments. Ja, deshalb finde ich eigentlich globale Minderausgaben grundsätzlich nicht gut. Es macht ein Stück weit sicherlich auch die Finanznot des Landes deutlich. Vor dem Hintergrund, dass uns das auch bewusst ist, wollen wir eine Änderung der Landeshaushaltsordnung mit auf den Weg bringen, um Spielräume der Finanzierung von dringend notwendigen Aufgaben, gerade auch im Bereich der Transformation, auf den Weg zu bringen. Sprechen Sie mit den Linken? Sie brauchen ja eine Mehrheit. Wir sprechen sicherlich auch mit den Linken, wobei wir uns aktuell erstmal beim Haushalt selber eine Meinung gebildet haben. Ja, und ob dann eine künftige Koalition zustande kommt, das werden wir dann sehen, hoffentlich in ein paar Tagen. Und die wird dann natürlich im Sinne des Koalitionsvertrages handeln. Ja, und braucht dann Mehrheiten, wird sicherlich auch bezüglich der Mehrheiten mit der Linken sprechen. Änderung der Landeshaushaltsordnung heißt, Sie wollen die Schuldenbremse schleifen? Wir wollen nicht die Schuldenbremse schleifen, sondern wir wollen schuldenbremsenkonforme Anpassungen vornehmen. Ja, da geht es zum Beispiel um die Frage Verlängerung von Tilgungszeiträumen. Da geht es um die Frage des Zusammenspiels zwischen Kernhaushalt und Landesgesellschaften. Es geht um die Frage von der Einführung von Mechanismen, die in Krisenzeiten quasi konjunkturfördernd wirken. Das ist alles Schuldenbremsen zulässig und vor dem Hintergrund sehen wir durchaus noch Gestaltungsspielraum. Auf wie viele Jahre soll die Tilgung ausgeweitet werden? Das wird am Ende ein Stück weit aus dem Finanzbedarf resultieren. Also ich kann Ihnen da keine abschließende Zahl sagen. Wir werden auch in den Koalitionsverhandlungen sicherlich über solche Fragen reden. Was schwebt Ihnen vor? Weil die ist ja schon immer wieder ausgeweitet worden. Also da gibt es breite Spannen. Manche Länder finanzieren so ein Corona-Sondervermögen über 50 Jahre ab, andere über 30. Wie gesagt, wir werden am Ende eine Bewertung vornehmen müssen, welches Defizit da ist, welchen Gestaltungsspielraum wir brauchen und daran wird man die finanziellen Instrumente anpassen müssen. Annette? Ja, meine Frage zielt auch darauf ab, globale Minderausgabe, wollen Sie die abschaffen oder wie? Also wir werden im Verfahren sehen müssen, ob es uns gelingt, einen Haushaltsausgleich durchzuführen, ohne eine globale Minderausgabe zu brauchen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich eben in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt habe, dass eine globale Minderausgabe wirklich eine massive Bremswirkung hat. Weil die Ministerien von Anfang an eben sagen, ja, aber ich habe noch eine globale Minderausgabe, deshalb können wir das jetzt hier nicht so bewilligen, da müssen wir noch ein bisschen warten, wie so die Mittelabflüsse sind, weil wir die am Ende umsetzen müssen. Und das ist, wenn ich dann noch sehe, dass der Haushalt ja nicht zum 1.1. steht, sondern wir länger brauchen, am Ende ein Punkt, wo dann ganz, ganz viele Maßnahmen, die man realisieren wollte im Land, einfach nicht mehr realisierbar sind. Weil wenn ich in Investitionen gehen will, ich brauche noch eine Ausschreibung, dann soll ich bis zum Jahresende abrechnen, wie soll das funktionieren? Ja, das sind alles Dinge, die müssen wir bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigen. Wir wollen, dass im Land was passiert. Und in Anbetracht der aktuellen Situation, Sie sehen die Entwicklung der Wirtschaft, Sie sehen die Probleme im Energiebereich, ist halt ein schnelles Handeln dringend geboten. Frage nochmal zu, wenn es jetzt nicht zum Haushalt Corona-Ausschuss, sehen Sie, also wie stehen Sie zu dem Angebot der AfD, diese Corona
Ihre beiden Corona-Ausschüsse zusammenzuführen? Stehen Sie da für Gespräche oder sehen Sie sich für Gespräche offen? Wir haben jetzt erst den Corona-Untersuchungsausschuss eingereicht. Die AfD kam mit einem Antrag hinterher zum gleichen Thema. Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, dass 2 Untersuchungsausschüsse zum gleichen Thema parallel durchgeführt werden. Jeder dann vielleicht die gleichen Zeugen lädt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das kostet unnötig viel Kapazitäten. Wir haben uns den Inhalt des AfD-Corona-Untersuchungsausschusses angesehen und halten es wirklich für möglich, dass im Justizausschuss die beiden Untersuchungsausschüsse zusammengeführt werden können zu einem einzigen, damit wir hier eben auch effizient mit den Ressourcen des Landtags umgehen können und auch mit den Ressourcen unserer Fraktionen. Aber genau dazu, das bedeutet ja dann, dass dieser Corona-Untersuchungsausschuss genau das wird, was sie ja eigentlich nicht wollten, nämlich so ein Tribunal. Denn die AfD die macht ja auch keinen Hehl draus, dass sie genau das wollen. Verantwortliche bestrafen, benennen und so weiter. Und sie haben ja immer gesagt, ihr Ausschuss soll genau das nicht sein, sondern Lehren für die Zukunft ziehen. Wie gesagt, der Justizausschuss wird ja sehen, wie man die beiden Texte einen kann. Wir sind auf jeden Fall erstmal positiv überrascht gewesen bezüglich der Formulierung des Corona-Untersuchungsausschusses der AfD. Wir hatten uns dort mehr Schärfe erwartet. Vor dem Hintergrund halten wir es für möglich, dass es wirklich hier die Zusammenführung gibt. Und die AfD ist natürlich aufgrund ihrer Größe frei, Beweisanträge im Untersuchungsausschuss zu stellen, egal ob das jetzt der von uns eingebrachte oder der von ihr eingebrachte ist. Vor dem Hintergrund kann ich es nicht verhindern, wenn die stärkste Fraktion hier im Haus meint, ein Tribunal eröffnen zu wollen, auch wenn das nicht unser Anliegen ist. Aber nochmal, ich halte es für möglich, die beiden Anträge zusammenzubringen. Steffi. Nur nochmal bei der AfD. Der Vorschlag der AfD für den Vize-Landtagspräsidenten, Herr Prophet, was sieht Ihre Fraktion? Sieht diesen Mann für wählbar? Wir werden hier genauso vorgehen, wie wir es beim Wahlvorschlag Frau Musal gemacht haben. Wir hatten ja Frau Musal auch zu uns in die Fraktion eingeladen, um sich vorzustellen. Wir werden auch mit Herrn Prophet in unserer Fraktion ins Gespräch kommen und uns dort eine Meinung bilden, wie er dieses hohe Amt gewillt ist auszufüllen und daran unsere Entscheidung festmachen, ob wir ihn wählen oder nicht. Ja, aber es gibt nicht Äußerungen in der Vergangenheit von Prophet, wo sie von vornherein sagen, den kann man nicht wählen. Also er hat ja mal erklärt, dass die Befreier des KZs moralisch genauso tief standen wie die Nazis und darunter stehen nur noch die Linken von heute, also die ehemaligen Parteifreunde. Das sind durchaus schwierige Äußerungen, mit denen wir uns sicherlich in dem Gespräch auch befassen werden. Wie gesagt, die Fraktion hat sich noch keine abschließende Meinung zum Wahlvorschlag gebildet und wir haben von vornherein der AfD gesagt, dass wir ihren Kandidaten einladen möchten in die Fraktion und dass wir uns wünschen, dass es ein Kandidat ist, der dieses Amtes auch würdig ist. Vor dem Hintergrund möchte ich eine Entscheidung der Fraktion ja auch nicht vorgreifen. Ich will aber eins noch ausdrücklich dazu sagen. Ich glaube schon, dass die stärkste Fraktion den Posten der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten hier im Hause auch einnehmen sollte. Und ich glaube, dass sie wählbare Menschen haben. Okay, dann vielleicht zum Abschluss, wenn ihr keine Fragen mehr habt, nochmal zum Thema Frieden wird das eventuell passen. Es hat ja eine Wahl gegeben in den USA. Sagen Sie, mein Gott, das ist ja hervorragend, weil wir sind ja eine Friedenspartei und der Präsident hat ja schon angekündigt, dass er jetzt alle Kriege also zumindest die wichtigsten aus seiner Sicht vielleicht befrieden möchte und das auch relativ kurzfristig hinkriegt. Sagen Sie, das ist genau der Richtige, der da gewählt worden ist, oder befürchten Sie eventuell negative Auswirkungen auf die doch sehr USA-lastige Handelsbeziehungen in Thüringen? Wir werden das beobachten. Also ich gebe zu, auch dazu haben wir uns jetzt noch keine Meinung gebildet zum Wahlergebnis der USA. Hatte ich für heute auch nicht erwartet. Ich sag mal, ich bin nicht jemand, der dort jetzt Hurra ruft. Wir haben alle Herrn Trump kennengelernt, schon mal als US-Präsidenten. Trotzdem steht es mir nicht an, das Ergebnis einer US-Präsidentenwahl zu bewerten. Das ist eine demokratische Wahl gewesen und die hat halt ein bestimmtes Ergebnis mit sich gebracht.
Wir werden sehen, wie wir mit umgehen müssen. Herr Trump ist ja bekannt für America First. Das ist gerade, was Wirtschaftsbeziehungen angeht, wie Sie es eben angesprochen haben, natürlich eine klare Ansage an die Handelspartner, wo man dann gucken muss, dass man deutlich macht, dass man auch eigene Interessen verfolgt. Und ich bin halt im Agrarsektor zum Beispiel unterwegs. Wir haben nicht umsonst Regeln für den Welthandel. Man muss sich da auf Augenhöhe treffen können, weil ansonsten Branchen auch sehr schnell in Schwierigkeiten geraten können. Und da werden wir uns natürlich sicherlich auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Thüringer Wirtschaftsbelange hier entsprechend Berücksichtigung finden. Herr Kummer, vielen Dank.